Hallo liebe Freunde, heute soll es um ein Buch gehen, das ich in der vergangenen Woche begeistert gelesen habe, nämlich um Patrick Svensens Das Evangelium der Aale. Es ist schon schwer zu beschreiben, um welche Art von Buch es sich überhaupt handelt. Es ist keine biografische Erzählung, obwohl der schwedische Autor viel vom Leben seines Vaters und seiner besonderen Beziehung zu ihm schreibt. Es ist auch kein Sachbuch, obwohl man viele höchst interessante Details aus dem Leben der Aale erfährt und aus der jahrhundertelangen Erforschung dieses besonderen Fischs. Und nicht zuletzt ist es auch kein religiös-philosophischer Essay, obwohl viele Gedankengänge in religiös-philosophischen Fragen enden. Kurzum, es ist von allem etwas. Vielleicht ist der Leitfaden dieses Buchs die religiös-philosophische Frage schlechthin. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und dies ist im Besonderen auch das, was der Autor an einer Stelle die Aalfrage nennt. Denn die Europäer haben jahrhundertelang nicht gewusst, woher der Aal kommt und wohin er geht. Fast 2000 Jahre lang haben die Europäer zusammen mit Aristoteles geglaubt, dass der Aal ein geschlechtsloser Fisch sei, der irgendwie auf dem Grund des Meeres aus dem Nichts entsteht. Die Wahrheit kam erst in den letzten 2-3 Jahrhunderten ans Licht. Sie war deswegen so schwer zu finden, weil die Jungaale von Europa aus gesehen in unerreichbarer Ferne entstehen, nämlich in der Sargasso-See, einem riesigen Seegebiet im Osten von Nordamerika. Von dort aus lassen sie sich mit dem Golfstrom nach Europa treiben, machen einige Metamorphosen durch, die es fast unmöglich machen, darin noch denselben Fisch zu erkennen. Sie besiedeln die europäischen Gewässer und nach einer individuell unterschiedlichen Zeit verlassen sie diese wieder, kehren ins Meer zurück und wohl auch in die Sargasso-See. Es ist unglaublich aber wahr, dass man bis heute noch nicht erwachsene Aale oder alte Aale beim Laichen in der Sargasso-See gefunden hat, trotz aller modernen Markierungsmethoden. Und da der Aal heute ein vom Aussterben extrem gefährdeter Fisch ist, bleibt zu befürchten, dass dieses Rätsel nie gelöst werden wird. Was hat das alles mit Buddhismus zu tun? Zunächst einmal nichts. Patrick Svensen erwähnt den Buddhismus mit keinem Wort. Immer wenn er über die Religion spricht, bezieht er sich auf das Christentum. Und trotzdem hat diese Geschichte des Aals für Buddhisten äußerst interessante Aspekte. Das liegt vor allem an dem so eigenartigen und rätselhaften Dasein des Aals, dessen Geborenwerden und Sterben der Autor ja so meisterhaft erzählt und das ein gewisses Licht auf das Geborenwerden und Sterben des Menschen wirft. Auch der Mensch hat ja so seine gewissen Lebensphasen. Der Aal lässt sich mit dem Golfstrom den europäischen Gewässern zutreiben und besiedelt dann die unterschiedlichsten Lebensräume. Und auch der Mensch hat seine Ausbildungs- und Studienzeit, in der er seinem eigentlichen Lebensziel, seinem eigentlichen Lebensthema näher kommt. Aber bei Menschen liegen die Phase der Fortpflanzung und die Phase des Sterbens weit auseinander, sodass man den Zusammenhang zwischen beiden oft übersieht. Beim Aal aber liegt beides zusammen in der unergründlichen Tiefe der Sargasso-See. Geboren werden und sterben, auf Japanisch Shōji, sind eine Formulierung für Samsara, das letztendlich leidvolle Dasein. Beides, geboren werden und sterben, sind nicht irgendwie negativ, aber sie sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Und noch eins wird im Leben des Aals viel deutlicher als im Leben des Menschen. Und hier sind wir gleich im Herz der buddhistischen Lehre. Der Aal durchläuft in seinem Leben verschiedene Verwandlungen. Ein und dasselbe Tier nimmt verschiedene Gestalten an, die kaum eine Eigenschaft noch miteinander teilen. Was ist das Wesen des Aals? Was ist das Unveränderliche des Aals? Das kann man fragen. Und dieselbe Frage stellt der Buddhismus bekanntlich auch in Bezug auf alle anderen Wesen, in Bezug auf uns Menschen. Wir glauben ja immer, dass wir ein unveränderliches Ich haben, dass wir in der Jugend genauso sind wie im Alter. Aber worin sollte das Gleichsein bestehen? Ich werde alt, ich werde krank, ich muss sterben, ich werde geboren, das heißt, ich muss mich verändern. All dies sind Ausdrucksformen des Leidens. Wenn es das Ich nicht gäbe, wenn man das Ich in irgendeinem Sinne überwinden könnte, seine Leerheit einsehen könnte, dann würde man dem Leiden die Grundlage entziehen. Das ist die Grundidee der sogenannten Nicht-Ich-Lehre des Buddhismus. Patrick Svendsen schildert im letzten Kapitel seines Buchs in der Sargasso-See den Tod seines Vaters. Und er stellt die interessante Frage, wann eigentlich der Übergang zwischen Leben und Tod stattfindet. Es gibt keine genaue Grenze. Zu dieser Schlussfolgerung kommt er schließlich. Dasselbe könnte man sich fragen in Bezug auf die Geburt. Wann beginnt das Leben? Etwa mit der Befruchtung der Eizelle? Aber ist die Eizelle denn tot, bevor sie befruchtet wird? Sie ist doch auch schon Leben. Die Naturwissenschaft wird, das gebe ich euch schriftlich, in den nächsten Jahrzehnten alles daran setzen, um die Grenze zwischen dem Toten, dem Nichtlebendigen und dem Lebendigen zu verwischen. Sie wird keine Grenze finden zwischen dem Anorganischen und dem Organischen, sondern ganz im Gegenteil, immer größere Teile des Lebens synthetisch herstellen. Das heißt, es ist keine Grenze zwischen Leben und Tod feststellbar. Shujō, das japanische Wort, das man meistens mit die fühlenden Wesen, the sentient beings übersetzt, heißt eigentlich dasjenige oder diejenigen, die geboren wurden. Es gibt ein Geborenwerden und Sterben der Individuen. Es gibt auch ein Geborenwerden und Sterben der Arten. Der Aal, der 40 Millionen Jahre lang die Erde besiedelte, wird vielleicht in den nächsten Jahrzehnten aussterben. Und wer weiß, wie lange die Menschheit noch sich den Veränderungen anpassen kann, die sie selbst auslöst. Es gibt ein Geborenwerden und Sterben der Sonne und der Planeten. Und vielleicht gibt es sogar ein Geborenwerden und Sterben des ganzen Weltalls. Das Geborenwerden und Sterben an für sich ist ohne Grenze und kann nicht begründet werden, ohne dass man den Zusammenhang zu allem setzt. Das ist die Perspektive des Nirvana, des stillen Ruhens, das keinen Tod mehr kennt. Ja, zu diesem Thema passt am besten ein Vers, den Nagarjuna seiner berühmten Abhandlung über die Mitte an den Anfang gesetzt hat, die 8-fache Negation, und die werde ich jetzt rezitieren. Namandabu, 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 namandabu. Fusho yaku fumetsu,
Fujo yaku fudan, fuitsi yaku fui, furai yaku fushut, no settense innen, semmetsu shokeron, gakke shurai buts, shosetten shurai itsi. Namandabu, 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 namandabu. Dankeschön.